Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute Teil 2 unserer Bug-Out-Bag-Serie. Heute der Vehicle Bug-Out-Bag. Ihr habt im Video vom Tasmanian Tiger Modular Trooper Pack gefragt, was ist drin in eurem Vehicle Bug-Out-Bag. Heute zeigen wir es euch. Wir haben euch letztes Mal ein bisschen auf die Folter gespannt und nochmal ausgeholt und ein generelles Bug-Out-Bag Basic Video gemacht. Ich denke aber, das war auch ganz wichtig und ganz schön für den einen oder anderen, der jetzt nicht so tief in der Materie ist, einfach, dass man da einen schönen fließenden Übergang hat, und deswegen heute geht es in das Detail von diesem Rucksack. Bevor wir aber in dieses Detail gehen, noch zwei Worte dazu. Es wird nicht ganz kurz diesmal, nicht so ein langer Klopper wie beim letzten Mal. Beim Vehicle Bug-Out-Bag ist das Grundprinzip so gelegt, dass ihr einen Rucksack im Fahrzeug habt, mit dem ihr vom Fahrzeug aus nach Hause kommt, wo dann der eigentliche Bug-Out-Bag ist. Also so ein Mini-Bug-Out-Bag oder so ein vorgeschobener Bug-Out-Bag ist der Vehicle Bug-Out-Bag. Jetzt habe ich bestimmt 4-mal Bug-Out-Bag gesagt. Versucht das mal 10-mal schnell hintereinander zu sagen. Bug-Out-Bag, geht überhaupt nicht. Anyway, also vorgeschobener Bug-Out-Bag, und genau deswegen ist hier natürlich auch ein bisschen weniger Zeug drin. Los geht's! Wir fangen mal mit dem kleinen Fach oben an. Hier haben wir reingepackt einmal Arbeitshandschuhe. Wer das andere Video gesehen hat, wisst ihr, Lederhandschuhe, Schutz für die Hände, ganz wichtig. Hier habe ich auch meine Kopflampe untergebracht. Das ist eine Black Diamond Spot, heißt sie, glaube ich. Sehr coole Lampe, komplett wasserdicht, rot und weiß, dimmbar, kann ich nur empfehlen. Weiterhin habe ich hier oben drin in der Tasche einmal die Hygienetücher und einmal Handgel zur Desinfektion. Immer griffbereit, deswegen oben. Dann habe ich hier in einer wasserdichten Box einmal Batterien für die Kopflampe und für meine große Nextorch Taschenlampe, die ich hier in der Tasche habe, habe ich hier nochmal zwei CR 123 und dann habe ich nochmal ein paar Knopfbatterien hier mit drin, für alle Fälle. Weiterhin hier ein ganz einfacher Gerber Messerschärfer, nichts Besonderes, aber besser als nichts zu haben. Und dann habe ich hier oben in der Tasche nochmal drin der Eagle Industries SSE Bag. Das ist wirklich wie so ein Turnschuhbeutel, um einfach nochmal plündern zu können. Ne? Scalps nehmen, ganz wichtig, muss man immer mit dabei haben. Das war auch schon der Inhalt. Nein, ich habe noch was vergessen. Hier unten auf dem Klettstreifen ist von Black Lion Gear noch ein Mupp. Und da sind meine persönlichen Medikamente drin. Wer unser Mupp-Video gesehen hat, weiß, hier sind Kopfschmerztabletten drin, bla bla bla. Das ist perfekt dafür, kann man hier unten reinkletten, perfekt. Oberstes Fach abgehandelt. Weiter geht's in das große vordere Frontfach. Hier habe ich in dem Einsteckfach einen Poncho, der ist von Helicon, ganz simpler Nylon-Ripstop-Poncho in Woodland, fand ich ganz schön. Ist relativ leicht, also klar, ein Bundeswehr-Poncho oder der alte US-Poncho ist deutlich robuster und besser wahrscheinlich, aber ist halt alles eine Gewichtsfrage, und dann habe ich gesagt, hier in dem Rucksack habe ich einen leichten Poncho und deswegen der Helicon Tex Poncho. So, dann habe ich hier auf dem Panel mein ganzes Signalzeug untergebracht. Das wäre einmal hier ein Notsignalgeber von Comet, dann ein Signalpanel. Das habe ich tatsächlich auch mal aus irgendeinem Tasmanian Tiger Rucksack rausstibitzt. Großes Signalpanel. Dann nochmal ein paar Rauchgranaten. Das sind ganz günstige Airsoft-Rauchgranaten von Enola Gay. Die sind ganz cool eigentlich, weil die relativ leicht und klein sind und dann trotzdem nochmal ein bisschen Rauch machen, um auf sich aufmerksam zu machen. Dann hier auch im Teil 1 erwähnt, ganz wichtig, Rettungsdecken. Die nehmen viel Wärme, geben viel Wärme, nehmen wenig Platz weg, wenig Gewicht, immer mit einplanen. Weiter geht es hier im Hauptbereich, da haben wir zwei große Module. Wer wissen will, was das für Taschen sind, die sind von LBX, das ist die Medium Mesh Pouch. Da habe ich untergebracht einmal Carinthia Survival Rain Suit, also sprich Jacke und Hose, wird glaube ich auch dienstlich ausgegeben, hat NSN-Nummer. Da haben wir auch Videos zu gemacht, beziehungsweise zur Jacke haben wir auf jeden Fall ein Video gemacht, könnt ihr euch mal angucken. Die Jacke kann man nämlich wunderbar modifizieren und da entsprechend auch nochmal das so einbauen, dass man mit Plattenträger arbeiten könnte. Wäre jetzt hierfür nicht wichtig, aber ist ein schönes Video.
Nächstes Modul ist das Erste-Hilfe-Modul. Da fliege ich jetzt auch einfach mal schnell drüber. Ihr wisst ja im Großen und Ganzen, was in so ein Erste-Hilfe-Modul reingehört. Hier bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das... Und ich habe es jetzt einfach mal in diese LBX-Tasche gepackt, weil die Klett hat. Normalerweise würde ich jetzt hierher gehen und sagen, ich packe das in eine wasserdichte Tasche, aber hier habe ich einen Ziploc-Beutel und die einzelnen Elemente auch nochmal unterverpackt. Der Inhalt ist tatsächlich aus einem Tatonka Erste-Hilfe-Kit gepimpt mit einer Skalpell, mit einer Nagelschere, eine Kanüle, nochmal eine Rettungsdecke dazu geschmissen, eine Schere, Handschuhe, ein SWAT-Tourniquet, ein bisschen Burngel, das fand ich noch ganz wichtig. Und tatsächlich fehlt hier noch aktuell ein bisschen was von der persönlichen Medikamentengeschichte, sprich gegen Übelkeit und Erbrechen, Durchfall, das fehlt hier. Da habe ich momentan nur die Kopfschmerztabletten noch mit drin, zusätzlich. Das ist das Erste-Hilfe-Kit. Und dann sind wir auch schon im Hauptfach angekommen. Da fangen wir mal mit den Mesh-Taschen hier oben an. Oberstes Fach, schnell erreichbar, eine Deutschlandkarte im Maßstab 1:1.000.000. Ist jetzt nicht unbedingt der beste Maßstab, aber ich habe mir gedacht, einfach mal eine generelle Überblickskarte, weil ich mich in meiner Region relativ gut auskenne. Und das wäre einfach mal, wenn man über die eigene Region hinaus muss. Deutschlandkarte, wasserdicht verpackt. Weiter geht's im mittleren Einschub. Hier sind die besagten Ziploc-Beutel und Müllbeutel aus dem Teil 1 Video, wo wir gesagt haben, das braucht man immer, wasserdicht, Versorgung oder zusätzlich mal zum Transport. Beutel kann man nie genug haben. Hier habe ich dann einen Teil meiner Elektronik untergebracht. Den anderen Teil hattet ihr schon mit den Batterien. Hier habe ich jetzt nochmal eine Powerbank. Das ist jetzt auch irgendeine No-Name-Geschichte. Habe ich bei Amazon gekauft, hatte gute Bewertung. Ich weiß, Amazon soll man nichts kaufen, aber manchmal muss man einfach. Hat eine gute Bewertung, hat relativ gute Leistung, hat auch ein integriertes Solarpanel und nochmal eine integrierte Taschenlampe hier mit dabei. Was ich da auch ganz cool fand an dem Ding, das kann Induktionsladen. Das heißt, ich habe jetzt zwar ein Kabel mit dabei, aber ich kann einfach mein Handy drauflegen und damit laden, kabellos. Und das war auch nochmal so mit ein Entscheidungsgrund, warum ich diese Powerbar genommen habe. Wer irgendwie was nochmal im Detail wissen will, einfach in die Kommentare. Ich werde aber auch, also ihr solltet auf jeden Fall in den Blog rüberschauen. Der Link zum Blog ist unten in der Videobeschreibung. Da habe ich wirklich nochmal alles dann im Detail auch verlinkt und aufgelistet, falls ihr irgendwo Fragen dazu habt. Jetzt habe ich hier so ein Einlegemodul. Dazu zum Modul selbst komme ich gleich. Machen wir erstmal die Front. Das ist jetzt quasi die Winterausstattung. Die Taschen sind von NFM aus Norwegen, haben mich ein Schweinegeld gekostet, weil ich gedacht habe, Norwegen ist ja in der EU, läuft, ne? 11 Euro, 7 Euro, 7 Euro, Versand 30 Euro, Zoll 20 Euro, 70 Euro für so einen Scheiß ausgegeben. Kotzen hätte ich können, aber es gab tatsächlich nichts anderes. Also TT oder wer auch immer hier gerade zuschaut, Mesh-Taschen mit Klett, um sowas zu organisieren. Marktlücke, baut es bitte. Ja, hier habe ich jetzt einen ganz normalen GI Poncho Liner drin in Woodland als Decke für den Winter. Und dann, das ist wirklich eine coole Sache. Ich bin zwar auch ein großer Freund von der Carinthia Lick, aber das hier ist der Shit von den Engländern. Das ist die sogenannte Buffalo Suit, also die Thermalkleidung der Engländer, auch in so einem schönen Coyote. Ist so eine Schlupfjacke, fand ich sehr, sehr cool. Kriegt man auf eBay sehr, sehr günstig. Dazu passend die Hose. Einfach zum Überziehen, ist mit einem leichten Fleeceliner, also die Jacke zumindest ist mit einem leichten Fleeceliner nochmal ausgelegt. Und da hat man wirklich nochmal eine leichte Wärmeschicht, die man zum Beispiel dann auch in Kombination mit dem Poncho-Liner perfekt zum Schlafen nutzen kann, ohne dass man sich da zu Tode friert. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Englische Thermalkleidung. Jetzt sieht man auch schon mal den Einlegeboden. Da gibt es, wie gesagt, auch von Tasmanian Tiger einen eigenen Einlegeboden. Den haben wir aber noch nicht im Test gehabt. Deswegen tut es jetzt erstmal der Miltec-Einlegeboden, der tatsächlich aber auch nicht schlecht ist, muss ich sagen. War ich sehr überrascht. Da haben wir auf der einen Seite Molle in der vertikalen Ausführung, auf der anderen Seite horizontal. Das Ganze nochmal mit Klett. Das kann man, wie gesagt, dann auch beidseitig benutzen und passt perfekt hier in den Trooper Pack rein.
Auf der anderen Seite habe ich dann mein Werkzeug untergebracht. Fangen wir mal an. Ich muss zugeben, ich habe meine Fiskars-Säge verlegt, weil ich bin eigentlich ein großer Fiskars-Fan gewesen bislang. Habe jetzt hier das auch, wieder ein Amazon-Produkt, Entschuldigung, von Heimwert, eine Klappsäge. Aber die ist tatsächlich nochmal sehr robust. Also sie hat jetzt schon einen relativ guten Job bei uns gemacht, bei den letzten Camps. Ich will mir aber auf jeden Fall auch nochmal die Silky-Sachen angucken, weil ich glaube, das sind auch nochmal wirklich tolle Sägen. Ansonsten, wie gesagt, auf jeden Fall Klappsäge mit dabei. Mora-Messer kennt ihr, denke ich, alle. Beliebt, bekannt. Da übrigens einfach ein bisschen Klett hinten drauf geklebt und schon könnt ihr sowas hier als Modul mit einsetzen, damit es nicht im Rucksack rumfliegt. Das Leatherman Charge haben wir euch auch vor kurzem vorgestellt. Das hat einen festen Platz in meinem Bugout-Bag. Das ist da drin. Dazu passend hier die beiden Module, die Bitsätze für das Leatherman. Das hier ist eigentlich ein Stiftehalter oder ein Patronenhalter. Der Patronenhalter ist es. Patronenhalter von Tasmanian Tiger, der aber auch perfekt für Knicklichter passt, wie ihr sehen könnt. Und da habt ihr natürlich auch da noch mal ein paar eingepackt. Ja, ich weiß, Knicklichter soll man normalerweise lichtgeschützt einpacken, aber ich verbrauche die so oft. Wer Kinder hat, der weiß, das Knicklichter rutscht einfach immer so durch. Die werden ständig ausgetauscht. Von daher kann man die auch ausgepackt lagern. Ansonsten verpackt lagern, habt ihr mehr davon. Hier ein Solarpanel von Sun Kingdom. Das hat ordentlich Leistung und auch 3 Solarfelder und hat hier auch entsprechend nochmal Laschen, um das am Rucksack zu montieren. Und kann direkt auch an die Powerbar angeschlossen werden. 19,5 Watt Solar. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Da gibt es aber auch etliche andere Hersteller. Muss jetzt nicht genau das sein, aber so ein Solarpanel ist, denke ich, auf jeden Fall nicht verkehrt, gerade im Vehicle-Bugout-Bag. Dann sind wir im eigentlichen Hauptfach jetzt endlich angekommen. In den Seitenfächern habe ich hier einmal von Outdoor Research Handschuhe, wie heißen sie? Sensor heißen sie, glaube ich. Die sind super cool, die habe ich schon sehr, sehr lange. Die sind sehr warm und man hat noch Touch zusätzlich, dass man hier auch Smart-Geräte mit bedienen kann. Die haben sich bei mir schon etliche Jahre im Winter bewährt gemacht, also sehr, sehr gut. Dann dazu passend eine Fließmütze von der US-Armee, auch eine sehr coole Mütze. Und Klopapier, wasserdicht verpackt, auch ganz wichtig. Wenn das feuchte Toilettenpapier alle ist, beziehungsweise als Alternative dazu immer ein bisschen Klopapier mit dabei haben. Das hier ist wieder so eine LBX Medium Mesh Pouch. Hier habe ich drin meine Hygienesachen. Da muss ich dazu sagen, ich musste das T-Shirt gerade für einen anderen Dreh schon mal entnehmen. Also hier ist normalerweise auch noch ein Wechsel-T-Shirt drin. Dann Unterwäsche, wollt ihr jetzt nicht sehen, meine Unterwäsche, aber ist da drin, Größe Zelt, passt. Zusätzlich Creme. Ich verrate euch nicht, welcher Hersteller das ist. Ich komme halt gut klar auf diese Creme. Zahnpasta auch ohne Hersteller genannt zu haben. Und dann hier so eine schöne Outdoor-Zahnbürste, die nicht aufgeht. Ich wusste mal, wie es geht, jetzt geht's. So, aufklappen, zack. Und dann habt ihr hier eine schöne Plaste-Zahnbürste. Könnt ihr natürlich auch eine Holzzahnbürste nehmen, wenn ihr Öko seid oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall, das sind so die Grundlagen der Hygiene hier in diesem Paket. So, Essen und Trinken. Das ist übrigens noch was ich vergessen habe vorhin zu sagen. Wenn ihr ein Bugout-Bag, ein Vehicle-Bugout-Bag im Fahrzeug habt, dann ist das nicht eure einzige Ressource. Gerade im Auto sollte man mit Essen und Trinken extrem aufpassen wegen sehr kalten Temperaturen oder sehr hohen Temperaturen. Das Zeug verdirbt schnell. Das heißt, Essen und Trinken immer möglichst tagesaktuell hinzufügen. Also ich habe zum Beispiel immer 2, 3 Flaschen Wasser, die ich mit ins Auto nehme, einfach in der Tasche. Und die würden dann hier dazukommen. Deswegen sind hier relativ wenig Lebensmittel und Trinkwasser drin. Ne? Also nicht, dass ihr euch sagt, was macht ihr denn ohne Trinkwasser und ohne Essen? Ja, das ist alles so im Auto verpackt. Genauso auch wie nochmal ein großer Schlafsack und ein Klappspaten und nochmal 2, 3 andere Werkzeuge. Also das ist einfach nochmal on top. Aber das ist hier der fertig gepackte Rucksack. Gut. Dann aber jetzt ins Modul Essen und Trinken. Hier habe ich drin einmal eine Nalgene 0,4 Liter. Ich habe lange gesucht, bis ich eine passende Titantasse dazu gefunden habe. Das ist die Snow Peak 300. Also wer das wissen will, die 400er
Nalgene passt in die Snow Peak 300 und zwar saugend. Das ist echt cool. Das ist zwar nicht groß, aber wie gesagt, für den Notfall, dass man einfach nochmal was zum Warmmachen hat, habt ihr hier diese Lösung. Dann einen Faltkocher. Das ist jetzt auch irgendein No-Name-Produkt, wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich habe ja auch die Bushbox schon vorgestellt, ist ein sehr cooles System eigentlich. Und wie gesagt, das ist ein Faltsystem No-Name, verlinke ich euch aber auch gerne nochmal dann in der Beschreibung. Aus Titan, sehr leicht, ist auch meines Erachtens für so ein Bug-Out-Bag oder für so ein Vehicle-Bug-Out-Bag die beste Lösung, weil halt wirklich wenig Platz, wenig Gewicht. Dann habe ich einen Soja-Wasserfilter, passend dazu hier von Sinok Outdoors einen Beutel, da kann ich dann quasi Wasser einfüllen und es dann da auch schön durchpressen, das Wasser, und da entsprechend filtern. Mit dabei von Soja auch nochmal hier 3 leere Flaschen, dass man hier nochmal Wasser abfüllen kann. Ein Strohhalm, Kaffeefilter, habe ich auch im ersten Video erklärt zum Vorfiltern, perfekt. Ich trinke nämlich keinen Kaffee. Hier ein bisschen Tee. Ich denke, das ist so ein Koks-Täschchen, aber es ist tatsächlich, ehrlich, es ist wirklich Tee. Ich nehme keine Drogen. Hier ist Tee. Wunderbar. So, dann jede Menge Dextroenergen, Traubenzucker, das war Schleichwerbung, kann auch von jemand anderem Hersteller sein. Dann hier auch nochmal Müllbeutel und Energieriegel, auch wasserdicht verpackt, 4 Stück, die werden auch öfters mal ausgetauscht. So viel zum Essen und Trinken. Die letzten beiden Module sind Survival und Schutz in Kombination. Das sind die Small LBX Mesh Pouches. Hier habe ich in der einen drin einen Weltenempfänger. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Hersteller ist. Den habe ich schon so lange. Steht es hier drauf. Freeplay. Ja, Freeplay ist der Hersteller. Ist ein Radio zum Kurbeln. Habe ich hier eine Kurbel mit dran. Kann ich hier schön kurbeln, um dann entsprechend Strom zu generieren für die Taschenlampe, die hier vorne leuchtet. Und natürlich habe ich hier auch nochmal ein Solarfeld und die Antenne fürs Radio. Coole Sache, auf jeden Fall nochmal zusätzlich Licht, Kommunikation oder zumindest mal mitkriegen, was in der Welt los ist. Auch eine sehr schöne Sache, sollte nicht fehlen. Als Schleuder habe ich mir mal die Pocket Shot mit ein paar Stahlkugeln reingepackt. Wie gesagt, Thema Schutz sehe ich da eher zweitrangig, das ist eher so für einen Spaß. Ist eigentlich eine ganz coole Sache, wer das nicht kennt, Kugel einlegen und dann damit das Ding wegschießen. Macht auf jeden Fall eine Hölle Spaß. Und hier ist ein Dreiecktuch. Der Stefan hat mir extra nochmal gesagt, es heißt nicht Dreieckstuch, sondern es heißt Dreiecktuch. Bundeswehr Dreiecktuch. So, Survival. Paracord in ausreichender Menge, ganz wichtig. Hier habe ich dann auch nochmal Insektenschutz und Sonnencreme mit drin. Ich habe das auch so ein bisschen nach Modulen gepackt. Die Titanic-Pfeife. Ne, ich mache das nicht, da stirbt der Stefan, ganz leise. Also die ist sehr, sehr laut, ist von ITW Nexus. Die Notsignalpfeife macht richtig Krach. Dann von Exotac ein Streichholzbehältnis, wasserdicht für Streichhölzer. Einen Kugelschreiber. Dann auch nochmal Exotac, ein Feuerzeug. Hier empfehle ich immer Big. Big sind einfach die besten Feuerzeuge, wirklich. Die kann man hier drin wasserdicht verpacken. Ich habe sogar noch dann ein bisschen Duct Tape drumherum gewickelt, dass man hier auch nochmal Duct Tape nochmal on top hat. Da drin sauber verpackt, Feuer am Mann. Dann weiter geht's hier im Survival Kit. Noch mehr Duct Tape, Klebeband, immer ganz wichtig. Tampons. Wenn ihr eure Tage habt, nein, natürlich nicht. Für die Frauen vielleicht schon, aber für uns Männer sind Tampons die perfekte Quelle zum Zunder, also als Zundermittel, weil hier hat man jede Menge Watte auf kleinstem Raum, kann man schön aufdröseln, kann ich nur empfehlen. Tampons immer mit reinpacken. Die Frauen beschweren sich zwar immer, wenn man die wegnimmt, aber naja, so ist es. Dann habe ich hier so eine Mikro-Taschenlampe nochmal, dafür sind auch die Knopfbatterien in meinem Batteriekit gewesen. Ein bisschen Angelschnur bzw. Nylonschnur. Dann habe ich hier nochmal Nähgarn. Dann von Solcoa Survival, das habe ich auch im ersten Video erwähnt, da verlinke ich euch nochmal. Da kriegt man wirklich einige coole Sachen. Hier sind so ein paar Messkarten, wie man in Überlebenssituationen umgehen kann. Eine Lupe.
Dann habe ich hier auch nochmal einen Exotac Feuerstarter. Der hat auch nochmal hinten eine kleine Kappe drin, wo man ein bisschen Zunder mit aufbewahren kann. Ein Kondom für den Wassertransport. Jetzt holen wir das mal so raus, das dauert ja sonst ewig hier. Stefan sagt schon wieder, Zeit ist Geld. Wir müssen uns beeilen. So, von Essie auch nochmal eine Survival Card. Hier schöne Signalaufkleberchen. Die kann man auch nochmal irgendwo anbringen. Und dann hat man hier nochmal reflektierende Oberfläche, die klebt. Fand ich auch nicht verkehrt drin zu haben. Kleine Angelknicklichter, Wasserentkeimungstabletten, Alufolie, Meerwasserentkeimungstabletten, Papier, Ride in the Rain, kann man dann auch relativ gut benutzen. Ein Stück Alufolie, ein Stück Klarsichtfolie, kann man auch nie genug haben. Und hier ist noch was. Nochmal so ein kleines Mini-Skalpellmesser. Das ist eigentlich auch eher ein Spielzeug, aber zumindest nochmal eine Klinge als Ersatz mit dabei zu haben, kann auch nie schaden. Dann habe ich hier wieder diese Batteriecases verwendet. Die sind sehr geil, weil die halt wasserdicht sind und dann auch nochmal Organisation schaffen. Da habe ich einmal hier ein Kit zum Angeln. Ihr wisst, angeln dürft ihr nur mit Angelschein oder in einer Notsituation natürlich. Aber hier hätte ich, das ist auch aus dem Solcroa Survival Set, da sind Schwimmer drin, Köder, entsprechend Angelschnur, alles was man zum Angeln braucht, ist hier drin, außer der Angel natürlich, ne? Aber auch die Angelhaken. Alles in dieser einen Box, das ist das Angelmodul. Dann habe ich hier ein Zundermodul. Machen wir das auch nochmal auf. Hier habe ich Zunder in Form von gewachsten Wattedingern, gewachster Hanfschnur, ein bisschen, wie heißt das gleich, dieses Schwammzeugs, Stahlwolle, genau. Und ein paar Gummistücke noch vom Schlauch. Ja, alles Zeug, was halt gut brennt. Das ist hier in der Zunderbox drin. Und dann zum Schluss habe ich hier noch eine Box und da ist drin einmal von Essie der AH1-Pfeil. Ich weiß zwar nicht, warum ich den gekauft habe, ich fand den irgendwann mal cool. Vielleicht kann man sich irgendwas Cooles draus bauen, aber auf jeden Fall ist er mit drin. Ein bisschen Fallendraht. Auch Fallenstellen ist verboten in Deutschland, nur zur Information. Kevlar-Schnur, Nähnadeln, Sicherheitsnadeln, ein paar Nägel und ein Schluckkompass. Wenn alle Stricke reißen, schluckt ihr den runter, habt ihr immer einen Kompass mit dabei. Müsst ihr euch halt immer dann drehen entsprechend. Oder ihr wartet halt dann 2-3 Tage und dann kommt er wieder raus und dann könnt ihr ihn eurem Sohn vererben. Und der kann den dann auch im Bauch tragen und dann seinem Sohn vererben und so weiter. Also Knopfkompasse sind immer wichtig mit dabei zu haben. Das war's. Das war's mit unserer Vorstellung des Vehicle Bugout Bags. Der Modular Trooper Pack ist komplett leer, wie ihr hier sehen könnt. Ich denke, wir haben euch da einen ganz guten Überblick verschaffen können. Wie gesagt, das soll jetzt nur als Anwendungsbeispiel dienen und das ist das, was bei uns funktioniert. Das ist nicht das A und das O, sondern das ist einfach nur, wie wir es gemacht haben. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr noch zusätzlich mit dabei habt oder wo ihr der Meinung seid, das fehlt noch, das könnte man noch dazu packen oder das ist zu viel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, Lack in Kurzform und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.